Und bei mir ist immer noch Kristian von Hornsleth zu Gast. Er ist Künstler aus Dänemark. Wir haben schon viel über sein Projekt gesprochen, das Village Project, was er in Afrika, in Uganda gemacht hat, wo sich Menschen bereit erklärt haben, seinen Nachnamen anzunehmen und haben dafür Schweine, Hühner, alles gekriegt, um eine Farm aufzubauen. Das war ein sehr spannendes Projekt. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Kunst. Das hatte ich gerade eingangs schon erwähnt. Wenn ihr auf die Seite von hornsleth.com geht, dann kommt ihr unter anderem auch auf die Poster. Das ist was ganz Besonderes, Kristian, ne? Yeah, I think art is very expensive and inaccessible for a lot of young people. And I was thinking, all the works I do should be available for anyone who could, put in 20 or 30 euros. And if you're from Düsseldorf, next week you get it for free. Okay, das muss ich übersetzen. Also, wenn ihr aus Düsseldorf kommt und ihr geht auf die Seite hornsleth.com und findet dort die verschiedenen Poster, wo er nämlich möchte, dass junge Menschen sich auch für günstigere Preise Kunst leisten können. Ihr schickt eine Mail an sophie@nrw.tv und dann kriegt ihr das Poster umsonst, wenn ihr aus Düsseldorf seid. Das ist ja mal ein Angebot von einem Künstler hier, muss ich ehrlich sagen. Vielen Dank dafür schon mal. So it's important for you that young people actually get their first step into art. And you said it has to be interesting. It can't be boring. It can't be old. It has to be new. It has to be questioning your surroundings, your political leaders, the way of life, all the chemicals they put into you, all the demands from society, and art should mirror all these problems in a funny and amusing way. That's what I think, actually. Also leichtfüßig soll man ans Nachdenken kommen durch deine Kunst. Ein ganz besonderes Projekt ist das Deep Storage Project. Da haben wir hier schon einen Stern gesehen. Wir sehen, es gibt eine DVD, es gibt ein ganz tolles Buch und es ist ein sehr, sehr außergewöhnliches Projekt. Was genau verbirgt sich dahinter? Yeah, I think we forgot to mention why I'm in Düsseldorf now. I mean, and actually I was presenting this project at the very, very cool place called Raketenstation in Hombruch. And there's a fellowship there going on, and they invited me to do the presentation. And if I should, explain it very shortly, we travel around with a film crew 4 years, picking up DNA and hair samples from a lot of people around the world, putting them into a sculpture and sinking the sculpture into the bottom of the Mariana Trench, the Mariana Graben, for the future. Okay. So the project is about the traveling and talking to people about what's their relation to eternity. I mean, now nobody really believes in God and religion anymore. How do you relate to eternity? Now we talked about how we treat each other, and other projects I did about weapons and so on. This one is about how do we feel about dying and going from here. And for instance, we went to some rock festivals like Roskilde or a big place like Glastonbury, and we took samples from thousands of people, and everybody wanted to be in. There's like they were queuing up, and everybody wants to be part of something. And if they find this star, and if they find the DNA, these people will get to go back to Glastonbury in 500 years. So that was the idea. That was the funny side of it. Also dieses außergewöhnliche Projekt muss man auf jeden Fall mal erklären. Bei Deep Storage Project ging es eben darum, dass etwas ganz, ganz lange gespeichert wird für die Zukunft, und zwar DNA. Und dazu ist Hornsleth rumgefahren und hat bei 8000 Leuten wirklich DNA-Proben genommen. Das heißt, jeder war bereit dafür, hat sich in den Finger stechen lassen, hat eine DNA-Probe abgegeben. Und die Haare. Und die Haare genau auch. Und dann wurden diese DNA-Spuren eingearbeitet in die Skulptur und wurden versenkt im Ozean. Yes, in the Pacific Ocean. How did you get this crazy idea? I mean, it's not your typical art project. Well, I think when you look at an art piece, or if you see a movie, sometimes you think, I'll never forget this film. And you always think about it. What is the relation between an artwork and the viewer? The same here. If you take your blood and give it into a sculpture, you are forever related to this. And the people who participated, they have a certificate. And when they look at it and they think, wow, a little bit of me is down in the deep ocean. What will happen to little me, So it's a permanent relation to the artwork. And for me, it's basically an adventure to test the borders of my own confusion in life. And I was thinking, obviously I'm inspired by similar projects, but
this is my way of dealing with, we're gonna die. Es geht also um die Zukunft. Was passiert mit uns, wenn jemals unten am Boden des Ozeans was gefunden wird und wie das Ganze aussieht? Da schauen wir jetzt eben noch mal rein. Hier ist nämlich dieses Kunstprojekt, was dann in die Tiefen des Ozeans eintaucht. Hier waren also diese gesammelten DNA-Spuren drin, das heißt durch Blut oder durch Haare oder was auch immer es da so gab. Das wurde alles versenkt. What did you think at that moment? Was it historic for you? Yeah, it was. Is your DNA in there as well? Yes, of course, many times. Okay. And my dog. But it was horrible in a way. 4 years of work going down, and it was. You don't see it here, but it was a storm. There's a lot of current. The divers who took this image couldn't really see it, but this is so lucky. Look at this shot going into eternity, and you see so it's beautiful. almost. It's like the people inside the sculpture sending this light out, and it kept on going. This light, it kept on going for minutes. It was so spooky. Spooky yet interesting and perfect. It was great having you here. We unfortunately ran out of time. Thank you so much, Kristian von Hornsleth, for being here today. Yes, thank you. Und jetzt geht's von Kunst zu noch mehr Kunst, nämlich Musik.